Here we are. So we have an hour and a half to do some questions. Wir haben jetzt 1,5 Stunden, um uns mit einigen Fragen auseinanderzusetzen. So let us begin. Lasst uns anfangen. The first is, can you comment on the 3 factors that are unconditioned? Die erste Frage ist, kannst du kommentieren, was die 3 Faktoren sind, die nicht bedingt sind? The sky, enlightenment, and the moment of enlightenment. Es ist der Himmel, die Erleuchtung und der Augenblick der Erleuchtung. Well, the sky is used as a symbol in many systems of Dharma, a lot in Mahamudra, for example. Der Himmel selbst wird als Symbol viel in verschiedenen Dharma-Systemen und insbesondere ganz viel in Mahamudra benutzt. The sky has no center, no edge. You can't define it. Der Himmel hat kein Zentrum, keinen Mittelpunkt, keinen Rand. Du kannst ihn nicht definieren. The word sky, of course, is more like our sense of space, that the planets are in space. Space is not something to be displaced by a planet. Und hier wird der Himmel in gewisser Weise wie synonym mit dem Begriff Raum verwendet, so wie sich die Planeten eben im Raum befinden und der Raum durch die Anwesenheit der Planeten nicht verdrängt werden kann. The sky is not constructed, it's there, it's the space within which various forms of construction and conditioning occur. Der Himmel oder der Raum kann auch nicht konstruiert werden, er ist einfach gegeben. Und es ist gewissermaßen der Schauplatz, worin dann die verschiedenen Formen von Konstruktion und Konditionierung stattfinden. Similarly, enlightenment itself is not a construct. Und gewiss ist auch die Erleuchtung selbst kein Konstrukt. If it had a beginning, then it would have an end. Wenn sie einen Anfang hätte, dann würde sie auch ein Ende haben. It's not a thing, it's not like a tree or a mountain or a motor car. Sie ist nicht wie ein Ding, nicht wie ein Baum oder ein Berg oder ein Auto. Our normal use of language relates to things. Unser gewöhnlicher Sprachgebrauch bezieht sich immer auf Dinge. So although we can talk of the sky or space or enlightenment, we have to be careful that we're not inferring from this that there's some kind of special substance there. Wo wir also von Himmel oder auch von Erleuchtung sprechen können, müssen wir sorgfältig aufpassen, dass wir nicht daraus schließen, dass daran irgendeine Art von Substanz vorhanden ist. So there's a little bit of a conflict or contradiction between the language of the path and the language of the result. Es gibt ja also einen gewissen Konflikt oder einen gewissen Widerspruch zwischen der Sprache des Weges und der Sprache des Resultats. So from the point of view of the ground or the basis, the mind itself is like space. It's unchanging, unconditioned. Vom Standpunkt des Grundes aus ist der Geist wie der Raum eben unveränderlich und nicht bedingt. To be aware of this is the quality of the natural light of the mind. It is self-illuminating. It's not that we see this, but the inherent luminosity of the mind reveals its non-duality with openness. Und das zu sehen, ist gewissermaßen die natürliche Selbstbeleuchtung des Geistes. Das ist also nicht so, dass wir es sehen, sondern dass die natürliche Leuchtkraft des Geistes gewissermaßen sich selbst in ihrer Nicht-Dualität offenbart. But when unawareness arises, wenn aber Unbewusstheit aufkommt, and it arises in an instant as a magical formation, und sie entsteht in einem einzigen Augenblick als eine magische Formierung, then the energy
of the moment, which is self-arising and self-releasing, like the movement of waves on the ocean, dann wird die Energie des Augenblicks, die selbst erstehend und selbst auflösend ist, selbst befreiend ist, wie die Wellenbewegung des Ozeans, this pulsation or energy starts to spiral around itself, giving the dense feeling of an entity. dann wird diese Pulsation anfangen, sozusagen um sich selbst herum zu spiralieren, zu kreisen und uns eine gewisse Art von Dichte verleihen, die das Empfinden einer vorhandenen Entität gibt. And this ripens as the dualistic sense of self and other. Und das reift zu einem dualistischen Empfinden von Selbst und anderem. In the next weekend at the beginning of December, we'll look at this in some detail. Und am nächsten Wochenende, am Anfang des Dezembers, werden wir das in gewissem Detail genauer anschauen. So we find ourselves wandering in samsara. Wir finden uns selbst also im Samsara umherwandernd. I am real. Ich bin real. I feel unique and separate. Ich fühle mich einzigartig und abgetrennt. In a sense, I feel eternal. I've always been me. Why would I stop being me? In einer gewissen Weise fühle ich mich sogar ewig. Ich bin schon immer ich gewesen. Warum sollte ich also aufhören, ich zu sein? So in the Dharma, we are encouraged to meditate on death and impermanence. Im Dharma werden wir aber ermutigt, über den Tod und die Vergänglichkeit, Unbeständigkeit zu meditieren. So that we can start to see that I myself am not some autonomous entity with its own basis, So dass wir anfangen zu sehen, dass ich selbst nicht irgendeine autonome Entität mit ihrer eigenen existenten Basis ist, but rather that I, me, myself are ways of interpreting experience. sondern dass dieses Gefühl von ich und mich gewissermaßen eine interpretative Erfahrung ist. So I start to see, oh, I have many different moods. Dann beginne ich zu sehen, ich habe viele verschiedene Launen, Stimmungen. I act on the environment and the environment acts on me. Wirke auf die Umgebung ein und die Umgebung wirkt auf mich ein. So we start to move from self and other as fixed entities to self and others as a dynamic dialogue. So bewegen wir uns dann von selbst und anderem als fixierte Entitäten weg hin zu selbst und anderem als einem dynamischen Dialog. So then we have the beginning of the Dharma path, which is I'm stuck wandering in samsara and I want to get out. Und dann haben wir den Anfang des Dharma-Pfades, nämlich das Empfinden, ich bin stecken geblieben im Samsara und möchte einen Weg rausfinden. Oh, where I am is not so good. Wo ich bin, ist nicht so doll. I want to be somewhere else. Ich möchte woanders sein. And between here and where I want to get to, there is a path. Und zwischen hier und dort, wo ich hingelangen will, dazwischen liegt ein Weg. This is a way of thinking about our present situation. Das ist eine Art und Weise, über unsere gegenwärtige Situation zu denken. It is a way of thinking about it belonging to relative truth. Es ist eine Denkweise, die zu der relativen Wahrheit gehört. I have to go from this limited place to the open place. Ich muss von diesem begrenzten, beschränkten Platz zu einem offenen Platz gehen. So this is a story where I am the hero. Das ist also die Geschichte, wo ich der Held bin. I am going to do this. Ich werde das tun. And moreover, I'm going to do it for the sake of all sentient beings. Mehr noch, ich werde das zum Wohle aller fühlenden Wesen tun. Wow, I'm a pretty good guy. Großartig. I deserve enlightenment. Ich habe mir echt Erleuchtung verdient. So by being a good hero, I accumulate merit and wisdom. Und indem ich ein guter Held bin, sammle ich Tugend oder Verdienst und Weisheit an. And then with these accumulations,
I can open the door to enlightenment. Und mit diesen Ansammlungen kann ich dann die Tür zur Erleuchtung öffnen. And this is a very special kind of currency, because by offering all my accumulated merit to other people, it is magically increased. Das ist eine besondere Art von Zahlungsmittel, denn indem ich es anderen anbiete, wird es auf magische Weise vermehrt. So how could that be possible? Wie konnte denn das möglich sein? What limits our accumulation is the fact that I think it is mine. Was nun unsere Ansammlung begrenzt, ist die Vorstellung, dass sie mir gehört. It is simply accumulation. Aber es ist eigentlich einfach nur eine Ansammlung. And when I look at the nature of what is accumulated, I see nothing is accumulated. Und wenn ich die Natur dessen anschaue, was da angesammelt wurde, kann ich erkennen, dass gar nichts angesammelt wurde. But if somebody said to us, if you want to be a Buddha, you should work very, very hard and give everything away for hundreds of millions of lifetimes, and there would be no gain at the end. Wenn uns aber jemand sagen würde, wenn du ein Buddha werden willst, dann musst du für Millionen von Lebenszeiten alles weggeben für sozusagen absolut keinen Gewinn am Ende, That would not be very popular, dann wird die Sache wohl nicht sehr populär. because we are concerned with getting something. Denn uns beschäftigt sehr das etwas bekommen. May I gain enlightenment? May I get it? Wirklich Erleuchtung gewinnen, erlangen. We find that in many Tibetan texts. Diese Formulierung finden wir in sehr vielen tibetischen Texten. I don't have it, but I'd like to get it. Ich habe es nicht, aber ich möchte es bekommen. For we who are meditators, we have to see this is a style of talking, a trope. Für uns, die wir Meditierende sind, müssen wir erkennen, dass dies einfach eine Sprechweise ist, ein Trope. It is not an accurate description, but it is Excuse me. Und das ist keine genaue Beschreibung. It's more a kind of inspiring symbolization. Es ist eher eine inspirierende Symbolisierung. So instead of thinking I'm on a path to enlightenment, statt also zu denken, ich befinde mich auf dem Pfad zur Erleuchtung, in these more direct schools like Mahamudra and Dzogchen, in diesen mehr direkten Schulen wie Mahamudra und Dzogchen, we are concerned with the falling away or the self-liberation of the obscurations which prevent us being fully present. befassen wir uns mehr mit dem Wegfallen der Verdunklung, der Behinderung, die uns davor oder uns daran hindern, vollkommen präsent, vollkommen gegenwärtig zu sein. So in that way, it's not that we go from being unenlightened to being enlightened. In dieser Weise ist es nicht so, dass wir von dem Zustand nicht erleuchtet zu sein, zu einem Zustand erleuchtet zu sein gehen. That I will become enlightened. Es ist also nicht so, dass ich erleuchtet werde. But rather that as the veils fall away, the intrinsic enlightenment or the intrinsic light of the mind shines forth. Es ist eher so, dass indem die Schleier wegfallen, die innewohnende Leuchtkraft oder die innewohnende Erleuchtung eben herausstrahlt. So, with a very familiar example, they say it's like a lamp inside a clay pot. Ein sehr bekanntes Beispiel ist zu sagen, das ist wie eine Kerze in einem Tontopf. The potter is the symbol of the process of compounding, of bringing together, of formation. Und der Töpfer, der diesen Topf herstellt, ist ein Symbol für das Zusammensetzen, für das Hervorbringen von Formationen.
the intrinsic light of the mind is hidden by our own effort at building the world according to our interpretations. Unsere innewohnende Leuchtkraft des Geistes ist verborgen durch unsere eigene Anstrengung, in der Welt ein System von Interpretationen zu errichten. Once we enter into the dualistic paradigm, Und sobald wir in ein dualistisches Paradigma eingetreten sind, then many different factors can be employed as ingredients in the fabrication of our sense of who we are and where we are. können viele Faktoren benutzt werden in dem Prozess der Hervorbringung unserer Empfindung, wie wir sind und wer wir sind. So it could be our gender, our age, our race, our national culture. Könnte unser Geschlecht, unser Alter, unsere Rasse, unsere nationale Kultur sein. Economic structures, diseases, all kinds of factors can be employed in the elaboration of the specificity of my own existence. Ökonomische Faktoren und viele, viele andere Arten von Dingen können benutzt werden, um sozusagen unser Selbstkonstrukt zu errichten. So subject is plugged into this complex field of object. Das heißt, das Subjekt ist gewissermaßen wie ein Stecker in dem komplexen Feld der Objekte eingesteckt. And I'm trapped in my emotional reactivity, my aversion, my desire, jealousy, and so on, that has me vibrating. Ich bin gefangen oder festgehalten in meiner emotionalen Reaktivität, die mich in meiner Eifersucht, meinem Wunsch, meinen Begierden und all den anderen störenden Faktoren gefangen hält. There's a lot to be cleared away. Und dann gibt es eine Menge, die man wegräumen muss. And that feels right for us. Und das fühlt sich auch in Ordnung für uns an. We often feel burdened by ourselves. Wir empfinden uns oft selbst als eine Art Bürde. Why am I like this? Wieso bin ich denn so? Why is it that my mind is stuck like this and other people seem free? Warum scheint es, dass mein eigener Geist so stecken geblieben ist, während andere Leute scheinbar frei sind? So I need to sort myself out. Das heißt, ich muss mich irgendwie sortieren. So in Dharma, there are many, many purification practices. Und so gibt es im Dharma viele solche Reinigungspraktiken. But the key point for Mahamudra and Dzogchen is that the issue is not the subject and it's not the object, it's the glue. Aber in Mahamudra und Dzogchen ist der Schlüsselpunkt der, dass es ist nicht das Subjekt und auch nicht das Objekt, sondern es ist der Kleber, der die beiden verbindet. So what is gluing me into samsara is the grasping at both subject and object as separate and autonomous and important. Was mich also an Samsara festklebt, ist gewissermaßen sowohl Subjekt und Objekt in unserem Glauben daran, dass sie autonom sind, dass sie getrennt sind und dass sie wichtig sind. So when we sit in our meditation practice and relax and allow whatever is arising to come and go, Wenn wir in unserer Meditation also sitzen und entspannen und gestatten, dass was immer kommt und geht, eben kommt und geht, we start to see that the glue is an energetic whirl. It's a kind of wind that links subject and object together. und dann beginnen wir zu erkennen, dass der Kleber, von dem die Rede ist, nichts anderes als eine Art energetischer Wirbel ist, dass eine Art Wind, der die Subjekt und Objekt aneinander bindet.
It's the medium of resonance between subject and object. Dann in Worten, es ist das Medium der Resonanz zwischen Subjekt und Objekt. And sometimes when we're very relaxed, the object side, if you like, is coming and going, and there's no subject reaction. Wenn wir manchmal sehr entspannt sind, dann haben wir die Erfahrung, dass, wenn man so sagen will, die Objektseite frei kommt und geht und die Subjektseite nicht involviert ist in Reaktionen. In other occasions, everything which occurs in our mind seems to set off some reactivity in us, some opinion and judgment. Und bei anderen Gelegenheiten scheint alles, was erscheint in unserem Geist, irgendeine Reaktion auszulösen, irgendwelche Urteile zu erfordern und so weiter. And we start to see, oh, if involvement doesn't arise, Und dann beginnen wir zu sehen, wenn Verwicklung nicht aufkommt or attachment doesn't arise, oder das Festhaften nicht aufkommt, then what appears to be self and what appears to be other both arise and pass. dann wird sowohl das, was als das Selbst erscheint oder zu sein scheint, als auch das, was das andere zu sein scheint, beides wird einfach erscheinen und vergehen. So the moment of enlightenment, Dann kommt, dann kommt der Augenblick der Erleuchtung, und dieser Augenblick, this is the moment when we see this glue has no power to it. das ist der Augenblick, in dem wir anfangen zu sehen, dass dieser Kleber keine Klebkraft hat. It's not a thing. It's not a. It's a tension. Dieser Kleber selbst ist kein Ding, er ist eine Anspannung. If we tense our fingers to grasp hold of something, wenn wir unsere Finger anspannen, um etwas zu ergreifen, what we have is the tightening of the muscles that are pulling on the tendon and causing the fingers to turn inwards. Was wir haben, ist ein Zug an den Muskeln, die wiederum an den Sehnen ziehen und um die Finger dazu fahren lassen, sich zu krümmen. And the power of the muscle allows us to hold on very tightly, like hanging on to the branch of a tree. Und die Kraft der Muskeln erlaubt uns, an etwas sehr festzuhalten, als so etwa, wie wenn wir uns an dem Ast eines Baumes festhalten. But of course, you can't hang on to the tree for days and days. Du kannst aber nicht an einen Baumast für Tage ohne Ende hängen. Because the nature of our body is that we tighten and we release. We breathe in, we breathe out. Denn die Natur unseres Körpers ist, dass wir uns anspannen und dann aber auch loslassen. Wir atmen ein und wir atmen aus. The heart is tightening and loosening, pumping the blood all around the body. Das Herz, das zieht sich zusammen und entspannt sich und pumpt das Blut durch unseren Körper. So when we see that this grasping or this holding is actually a pulsation, Wenn wir also erkennen können, dass dieses Greifen oder Halten in Wirklichkeit eine Pulsation ist, and that this self that we take ourselves to be is not a constant phenomena, und dass dieses Selbst, für das wir uns selbst halten, kein konstantes Phänomen ist, then you have the falling away of the conceptual edifice. dann hast du ein Wegbrechen dieses konzepthaften Gebäudes. And that moment is not compounded. Und dieser Augenblick oder Moment ist nicht zusammengesetzt. It's not made, it's not gathered or brought together. It's what is revealed with the falling away of the gathered. Es ist nicht etwas, was durch eine Ansammlung oder das Zusammentragen von etwas erstanden ist, sondern im Gegenteil, dieser Moment findet statt, wenn eben das Zusammengesammelte wegfällt. So, although in general, if we don't feel that I want to get enlightened and I want to do it for the sake of other beings, if I don't have this motive, I'm probably not going to do anything. Das heißt, allgemein gesprochen, wenn wir nicht das Gefühl haben, ich möchte gerne erleuchtet werden und ich möchte diese Erleuchtung zum Wohle aller Wesen haben, dann werden wir vermutlich überhaupt nichts tun.
we have to see that that is a mobilization through tension. dann müssen wir trotzdem erkennen, dass es sich hier um eine Mobilisierung durch Anspannung handelt. And it's a good preparation, Eine gute Vorbereitung. but the essential point arises when we relax and release. Aber der essentielle Punkt entsteht oder zeigt sich, wenn wir entspannen und loslassen. The door to the unconditioned is unconditioned. Die Tür zum Nichtbedingten ist eben nicht bedingt. It's not made by anyone. It's not constructed out of good activities. Sie ist nicht von irgendjemandem hergestellt worden. Sie ist nicht hervorgebracht worden aufgrund von vielen guten Aktivitäten. It's always there, present with us. Sie ist immer da oder er ist immer da, immer anwesend mit uns. It is our own self-preoccupation, our own hallucination of the importance of our daily life that makes it the door to freedom invisible for us. Es ist unsere Selbsthalluzination, die das scheinbare Wichtigsein all dieser Aktivitäten unseres täglichen Lebens, das diese Tür für uns unsichtbar macht. So this next question is, why did great lamas like Dudjom Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpoche, and so on do tantric practices of visualization, mantra, and so on every day? Is a practice like Dzogchen and Guru Yoga not enough? Hier heißt es dann, warum haben große Lamas wie Dudjom Rinpoche, Khyentse Rinpoche und so weiter jeden Tag tantrische Praxis, also Visualisierung, Mantra-Rezitation und so weiter verrichtet? Ist denn etwa Guru-Yoga und Dzogchen-Praxis nicht genug? So we talk about a Renaissance man like Leonardo da Vinci, who could turn his hand to anything. Wir sprechen von solchen Renaissance-Menschen wie Leonardo da Vinci, die seine Hand in alles verwandeln konnte. And in Tibet, this when a child was recognized as a great incarnation, they were given a very intensive education. Und in Tibet, wenn ein Kind als eine bedeutende Inkarnation erkannt wurde, empfing es auch eine sehr umfassende Ausbildung. Because they were being trained to be the maintainers of all the traditions. Denn sie wurden trainiert als die Erhalter aller Traditionen, so that they could give initiations of 100 different practices, 1,000 different practices. sodass sie in der Lage sind, Initiationen für Hunderte, Tausende von verschiedenen Praktiken zu geben. So they were maintaining the tradition and making it available to other people. Sie waren also diejenigen, die die Tradition aufrechterhielten und sie für andere Menschen verfügbar machten. So many of the practices they were doing were not so much for their own development, but for the development of other people. So they had to keep the warm blood of the lineage flowing. Viele der Praktiken, die sie machten, waren nicht sozusagen für sie selbst, sondern für andere Leute. Und diese tägliche Praxis war das so gut wie das Warmhalten des Blutes der Linie, damit es floss. The second part of this question is, can you do tantric sadhana while holding the Dzogchen view? Der zweite Teil der Frage ist, kann man eine tantrische Sadhana ausüben, während man die Dzogchen-Sichtweise aufrechterhält? From the Dzogchen view, nobody's doing anything. Von der Sichtweise des Dzogchen aus gesehen, tut niemand nirgends irgendetwas. Activity is the spontaneous display of the energy of the ground. Aktivität ist die spontane Schau der Energie des Grundes. It doesn't just arise in some random formation, but it arrives syntonic or in harmony with the lived situation. Und sie entsteht nicht irgendwie zufällig und beliebig aus irgendeiner Art Formierung, sondern sie entsteht
syntonisch oder in Harmonie mit der gelebten Situation. So, the arising of a practice where you start with taking refuge, doing the Bodhisattva vow, maybe doing some purification practice, making offerings, all the different stages of a large sadhana practice. Das Erstehen, also eine Praxis, in der du Zuflucht nimmst, Bodhisattva-Gelübde nimmst, vielleicht Reinigungspraktiken machst, Opferungen gibst und so weiter, all diese Stufen einer langen tantrischen Praxis. You can think of this as something that I do. Du kannst natürlich davon denken, dass es etwas ist, das du tust. I have to do it every day because it is my duty, because I promised I would do it. Ich muss das jeden Tag machen, weil das meine Pflicht ist, weil ich versprochen habe, dass ich es tun werde. But that maintains you in a very dualistic relationship with the practice. Aber das hält dich aufrecht in einer sehr dualistischen Beziehung zu der Praxis. So if we bring in the Dzogchen view, we see that sound is vibration, what we see is vibration, the thoughts and feelings that arise for us are vibration. Everything in it is in movement like the sky. Wenn wir aber die Dzogchen-Sichtweise hineinbringen, dann sehen wir, dass Klang Vibration ist, Licht ist Schwingung, Gedanken und Empfindungen sind Schwingungen und sie entstehen sozusagen in diesem Himmel hinein. So in that sense, to express it symbolically, our mind is like Padmasambhava, and the activities of the mudras, offerings, and so on, this is like the display of the dakinis moving around in space. Also das ist alles Bewegung und wenn man könnte sagen, symbolisch gesprochen, unser Geist ist dann Padmasambhava und unsere Handlungen und so weiter, unsere Mudras und so weiter, das sind alles wie die Bewegung von Dakinis im Raum. This is arising in these particular patterns according to the structure of the chief of the mandala. Und das alles entsteht in einer konkreten Form, die gemäß dem Muster des Chefs des Mandalas geformt ist. So if the chief of the mandala was a goddess like Dudjom, then you have a different constellation of energy and how you participate in life. Wenn also die Chefin des Mandalas Dudjom wäre eine Gottheit, dann hast du wiederum andere Konfigurationen der Energie und wie die Dinge im Leben sozusagen sich zeigen. The key point is to see I am part of the flow of energy. Der Schlüsselpunkt hier ist zu sehen, dass ich ein Teil des Flusses der Energie bin. Everything which I take to be the enduring truth of me is actually manifesting moment by moment. Alles, was wir für die dauerhafte Wahrheit meines Ich-Seins halten, ist in Wirklichkeit ein sich von Augenblick zu Augenblick manifestieren. It is the rhythm of the patterning which gives the sense of the continuity. Und es ist der Rhythmus der Musterbildung, der uns das Empfinden der Kontinuität vermittelt. Just like in the old cinema, when the film is presented in little takes, on the celluloids, there's little shots, individual shots which are being spun around. So wie im alten Kino, was die Filme gewissermaßen als eine Abfolge von Einzelschüssen, Einzelbildern oder Frames auf dem Bildschirm durch eine Nacheinanderfolge gezeigt wurden. The speed at which these frames are evolving allows an illusory sense of continuity or of action to arise for us as experience. Die Geschwindigkeit, mit der diese Frames aufeinander folgen, diese Einzelbilder aufeinander folgen, erschafft ein scheinbares Empfinden von Kontinuität, in der sich die von uns empfundene Handlung zu entwickeln scheint. So if you like, in meditation, generally we are turning down the speed
at which the projector is running the film past the light. Wenn man so sagen will, in der Meditation schrauben wir sozusagen die Geschwindigkeit herunter, mit der dieser Film durch den Projektor läuft, um seine Projektionen zu machen. Then you start to see, oh, there is this thought, then it goes, next thought, then it goes. Everything is self-arising and self-liberating. Dann beginnst du zu sehen, hier gibt es diesen Gedanken, der entsteht und dann vergeht er, dann gibt es den nächsten und alles ist sozusagen aus sich selbst erstehen und befreiend. And it is the quality of my own immersion in the experience, or my own fusion with the flow of images, which creates the sense of continuity and reality. Die Qualität meiner eigenen Eingesponnenheit in die Erscheinungen, meines sozusagen Eingetauchtseins in diese scheinbare Realität, ist es das, was die Illusion einer Kontinuität, diese Realität erschafft. So, when we do this open practice, we find ourselves limited in various ways. Wenn wir also diese offene Praxis machen, dann stellen wir fest, dass wir auf verschiedene Weisen begrenzt sind. Some people are a bit manic, a bit overexcited, the mind is very, very busy. Manches Mal sind wir vielleicht etwas manisch, etwas übererregt, der Geist ist unheimlich geschäftig. Others are more torpid, they tend to fall asleep. Manche sind etwas dumpfbackig und fallen leicht in Schlaf. So there are many methods you can then practice to alter your fixation on these patterns of experience. Und da gibt es viele Methoden, die man praktizieren kann, um die eigene Fixierung auf diese Muster der Erfahrung zu verändern. Or you can just sit in the practice and gradually the mind dissolves. Oder du kannst auch einfach in der Praxis sitzen und allmählich löst sich dieser Geist auf. It depends on how much you trust space. Und das hängt davon ab, wie sehr du dem Raum vertraust. Or the unborn purity of the mind. Oder der ungeborenen Reinheit des Geistes vertraust. If you trust this open ungraspability, then there's nothing to do. Wenn du diese offenen Ungreifbarkeit vertrauen kannst, dann gibt es nichts zu tun. But if that makes you feel a bit agitated and you think, oh, but I have to do something. Wenn das dich aber ein bisschen aufregt und du hast das Gefühl, aber ich muss doch irgendetwas hier tun, then the Buddha in his kindness taught many, many things for you to do. Dann hat der Buddha in seiner großen Güte viele, viele Dinge gelehrt, die du dann tun kannst. It very much depends on the patterning of your own energy, whether you can really release and relax, or whether you have a residual tension inside you driving you forward. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie die Musterbildung deiner eigenen Energie ist, ob du dich wirklich entspannen kannst und loslassen kannst oder ob du eine residuale Spannung in dir hast, die dich immer vorwärts treibt. Then the next question is, what is the Buddhist significance of adventitious? Was ist die buddhistische Bedeutung des Zufälligseins, ist die nächste Frage. Well, now in the Christian season, we're coming towards Advent. Wir bewegen uns jetzt in die christliche Saison der Adventszeit. Meaning Jesus is coming. Das bedeutet, dass Jesus kommt. He's not here, but he's coming. Er ist noch nicht da, aber er kommt. So this is the meaning of adventitious, that something which is not here arrives. Und das ist die Bedeutung von diesem zufällig, dass etwas nicht da ist, aber dann erscheint. Tomorrow is coming. Morgen kommt. But it can't arrive because today is already here. Aber es kann nicht ankommen, weil heute da ist.
We have to wait for today to vanish before tomorrow can arrive. Wir müssen darauf warten, dass das heute verschwindet, bis morgen ankommen kann. Due to causes and conditions, that which was not here will appear. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen wird das, was nicht da war, erscheinen. But every arising thing is a vanishing thing. Und jedes erstehende Ding ist auch ein verschwindendes Ding. If something has a beginning, it will have an end. Wenn etwas einen Anfang hat, wird es auch zu Ende gehen. So adventitious describes the fact of the patterning of all our experience. Also dieses Zufällige beschreibt eine Musterbildung, die unsere gesamte Erfahrung prägt. Sometimes when what was there before vanishes, it leaves some trace. Manchmal hinterlässt das, was da war, bevor es ganz verschwindet, eine Spur. As if you travel around in Europe or Asia, you find lots of ruins of temples and fortresses and so on. Wenn du in Europa oder auch in Asien umherreist, dann wirst du eine Menge Ruinen von Tempeln, von Befestigungsanlagen und so weiter, Burgen finden. Edifices were built and they were new and then they became old and there was war and they fall down. Gebäude wurden errichtet, dann waren sie neu und dann wurden sie aber alt und dann kam vielleicht noch ein Krieg dazu und dann sind sie sozusagen heruntergekommen. So the compounded, the constructed is within time and therefore at the mercy of the forces in time. It will be destroyed. Also das Zusammengesetzte, das Zusammengefügte befindet sich innerhalb der Zeit und aufgrund der Kräfte der Zeit wird es dann eben auch einen Niedergang erfahren. So the contrived, the artificial, the compounded, the adventitious, these are all referring to the phenomena of samsara. Und damit beziehen sich Begriffe wie zusammengesetzt, gekünstelt, artifiziell oder eben auch zufällig, alles auf Phänomene des Samsara. But the uncompounded is not adventitious. It is always there. So we talk of primordial purity or intrinsic wisdom or intrinsic presence. Aber das nicht zusammengesetzte, das ist eben nicht zufällig, nicht kommend. Deswegen sprechen wir von ursprüngliche, ist immer da, ursprüngliche Reinheit, die innewohnende Weisheit und so weiter. Das alles ist nicht zufällig und aufkommend. So for meditators, maybe the key point is the distinction that can be made between the mind itself and the content of the mind. Für die Meditierenden ist vielleicht der Schlüsselpunkt in der Unterscheidung, die man machen kann, treffen kann zwischen dem Geist selbst und dem Inhalt des Geistes. The mind itself is unborn awareness. It's not a thing. It's beyond being apprehended by concepts. Ja, der Geist selbst ist kein Ding, ist jenseits davon, durch Konzepte ergriffen werden zu können. But the content of the mind, the flow of the patterns of our experience, sensations in the body, memories, seeing birds flying in the sky, hearing a car screeching in the road. Aber der Inhalt des Geistes, also die Konzepte in unserem Geist, die Empfindung, die Wahrnehmung, die wir haben, die Vögel auf einem Baum sitzen zu sehen oder ein kreischendes Auto zu hören. All of these arise and pass. Alles das entsteht und vergeht. So the ego self
the sense of the definite, somehow substantial continuity of myself. Das ist das Ego selbst, also diese Empfindung einer substanziellen Kontinuität meiner selbst. This is a delusion which obscures both the actual quality of the mind itself and also the quality of the content of the mind. Das ist eine Täuschung, die sozusagen sowohl die tatsächliche Qualität des Geistes selbst als auch die Qualität des Inhalts des Geistes verdunkelt. Okay, next question. How to deal with feelings of shame or guilt if you are unable to follow through with a guru's command? Die nächste Frage, wie kann man mit Empfindung von Beschämung und Schuldgefühl klarkommen, wenn man sich nicht in der Lage sieht, der Anforderung oder dem Befehl des Gurus zu Folge zu leisten? Generally speaking, in Western democratic countries, we don't have too many commands. Allgemein gesprochen, in unseren westlichen demokratischen Kulturen haben wir nicht so viele Befehle. Even the police normally offer a polite request. Sogar die Polizei formuliert in der Regel eine höfliche Aufforderung. So we're not in the army. Wir sind ja nicht in der Armee. Tibetan culture was extremely hierarchical, patriarchal. Die tibetische Kultur war aber extrem hierarchisch und patriarchalisch. That's not really the frame of reference that we live in. Das ist nicht wirklich der Bezugsrahmen, in dem wir uns hier befinden und leben. So it's most probably teachers nowadays don't issue too many commands the way that perhaps were done in the past. Also werden heutzutage die meisten Lehrer vermutlich auch nicht so viele Befehle erteilen in der Art und Weise, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Marpa gave Milarepa many difficult tasks to perform. Marpa erteilte an Milarepa viele schwierige Aufgaben, die dieser ausführen sollte. This was a way of helping Milarepa not to trust the content of his own mind. Und das war eine Art, Milarepa zu helfen, nicht allzu viel Vertrauen in den Inhalt seines eigenen Geistes zu setzen. I trust the Guru more than my own mind. Ich verlasse mich oder ich vertraue dem Guru mehr als meinem eigenen Geist. I mean, Milarepa ate Marpa's food, or at least his wife Dagmema's food. What did he? Sorry, I didn't understand. He ate the food from his guru and from the guru's wife. Okay. Milarepa aß eben die Nahrung von Milarepa oder von Milarepas Frau Dagmema. So he also got a place to sleep. Und auch bekam er dort einen Schlafplatz. Now, that kind of structure you don't get in the West too much. Diese Art von Struktur wirst du im Westen nicht allzu viel bekommen. Usually we have to take care of ourselves. Für gewöhnlich müssen wir selbst für uns sorgen. But in the end, you can only do what you can do. Aber am Ende kannst du nur tun, was du eben tun kannst. So if the Guru says you should, for example, complete all the preliminary practices in 1 year, Wenn der Guru also sagt, du musst die vorbereitenden Übungen alle in einem Jahr fertig kriegen and you are not able to do this, und du bist nicht in der Lage, das zu tun, then you have not been able to do this. dann warst du eben nicht fähig, das zu tun. What does it mean? Was bedeutet das? It means you were not able to do it. Das bedeutet, du warst nicht fähig, es zu tun. Life happened, things happened. Maybe your mother died. Maybe you got tired and had a
period of no faith, all sorts of things can arise. Das Leben läuft weiter, vielleicht ist deine Mutter gestorben oder vielleicht musstest du andere Dinge tun, vielleicht warst du müde, vielleicht hast du Perioden gehabt, wo du deinen Glauben verloren hast. Alle Sorten von Dingen passieren. I should have done it. Ich hätte es tun sollen. I said I would do it. Ich habe gesagt, ich werde es tun. I feel so bad that I couldn't do it. Ich fühle mich so schlecht, dass ich es nicht tun konnte. I just can't trust myself. Ich kann mir nicht vertrauen. Then all the Buddhas are gathered in the heavens and they are clapping and saying, this is one wonderful student. This student had realized she cannot trust herself. Dann sitzen alle Buddhas am Himmel und klatschen in die Hände und sagen, was für eine wunderbare Schülerin. Diese Schülerin hat endlich erkannt, dass sie nicht sich selbst trauen kann. Success and failure are two kinds of demon. Erfolg und Versagen sind zwei verschiedene Arten eines Dämons. And success is often more dangerous than failure. Und Erfolg ist oft gefährlicher als Versagen. Because it can feed into pride and other people start to think you're a good person, and that further seals you inside some definition of yourself. Das kann dich mit Stolz anfüllen. Das kann dazu führen, dass andere Leute dich anfangen, als einen tollen Menschen zu sehen. Und das kann dich wiederum in der Selbstdefinition, die du dir selber gibst, einschließen. As long as my practice is embedded in the ego nexus, und geht so lange, wie meine eigene Praxis in diesen Nexus des Ego eingebettet ist. I am cut off from all the resources which are available in the openness of the mind itself. Dann bin ich allerdings von allen den Ressourcen, die in der Offenheit des Geistes selbst beinhaltet sind, abgeschnitten. I'm condemned to a kind of heroic struggle. Und dann bin ich dazu verdammt, eine Art Heldenkampf zu führen. So to realize that fighting to overcome all obstacles Dann zu realisieren, dass du kämpfst, um alle Hindernisse zu überwinden, may in itself be a major obstacle. Dieser Kampf könnte in sich das Haupthindernis sein. This is actually quite useful. Und das ist eigentlich ziemlich nützlich. Who am I struggling with? Mit was kämpfe ich denn eigentlich? Some people have very healthy bodies, some people's bodies not so healthy. Manche Leute haben einen sehr gesunden Körper, andere Körper sind nicht so gesund. If you're young and healthy, maybe you can do 2000 prostrations a day. Wenn du jung und gesund bist, kannst du vielleicht 2000 Verbeugungen am Tag machen. You couldn't do it when you were 5 years of age, and maybe you can't do it when you're 50 years of age. Du könntest es nicht machen, als du 5 Jahre alt warst, und du wirst es vielleicht nicht tun können, wenn du 50 Jahre alt bist. So there is a period of potential between maybe say 25 and 40 when you could do that. Es gibt eine Periode, ein Zeitfenster des Potenzials, sagen wir mal zwischen 25 und 40, wo du das vielleicht tun könntest. So the Buddha has explained this very well. Und das hat der Buddha sehr gut erklärt. Due to causes and conditions, Aufgrund von Ursachen und Bedingungen it becomes possible to do many prostrations in one day. Wird es möglich sein, viele Verbeugungen an einem Tag zu machen. And when causes and conditions change, it is no longer possible. Und wenn Ursachen und Bedingungen sich verändern, dann ist es eben nicht mehr länger möglich. So, who did the 2000 prostrations a day? Wer hat also diese 2000 Verbeugungen am Tag gemacht? I did. Ich habe sie gemacht. On the basis of causes and conditions. Auf der Grundlage von Ursachen und Bedingungen. I did. Ich habe sie gemacht. This is the ego, the autonomous ego. This is what I do. Das ist das Ego, das autonome Ego, das sagt, das ist, was ich tue. Due to
propitious, helpful causes and conditions. Das aber nur aufgrund von förderlichen, hilfreichen Ursachen und Bedingungen. So, who was doing them? Wer also machte sie denn? To say I did it is a very narrow story. Zu sagen, ich tat es, ist eine sehr enge Geschichte. If we recognize that non-duality is our participation in the world, Wenn wir erkennen, dass die Nichtdualität in unserer Teilnahme an der Welt besteht and that we are raised up and cast down by many different factors, und dass wir von vielen verschiedenen Faktoren sowohl erhoben als auch niedergeschlagen werden, then rather than entering into judgment and thinking I have done well, statt also dann in das Urteilen zu verfallen und zu denken, oh, ich habe es richtig gut gemacht, we see this manifested due to the interaction of many factors, dann sehen wir, dass sich die Sache manifestiert hat aufgrund der Wechselwirkung vieler verschiedener Faktoren. and on top of that, we stick our own little name. Und da rein tun wir so ein kleines Label mit unserem Namen drauf, Like a cherry being put on top of a cake. wie eine Kirsche, die oben auf den Kuchen gesetzt wird. I did this. Ich habe das gemacht. This is not true. Das ist nicht wahr. So as long as you think I did it or I didn't do it, then you will have pride and shame and guilt. Solange du also denkst, ich habe es gemacht oder du denkst, ich habe es nicht gemacht, hast du die ganzen Dinge von Stolz und Scham und Schuldgefühle und so weiter. So if you can't do what you have agreed to do, you can examine the vanity of believing in yourself. Wenn du also nicht tun kannst, was du versprochen hast zu tun, dann kannst du die Eitelkeit, die Hohlheit des Glaubens an dich selbst untersuchen. So we have to collaborate with those who hopefully are collaborating with us. Wir müssen mit jenen, die hoffentlich auch mit uns kollaborieren, ebenfalls kollaborieren. And so what am I trying to learn? Was versuche ich denn zu lernen? In Dzogchen, we have this term Rangsen, which means self-deception. In Dzogchen haben wir diesen Begriff Rangsen, das bedeutet Selbstbetrug. The more you understand your own self-deception, the more you get close to the possibility of letting go of your pretensions and identifications. Je besser du diesen Selbstbetrug oder Selbsttäuschung begreifst, desto besser kannst du loslassen sagen, von all diesen Selbstdefinitionen und Konzepten. So if the Guru says, you are a wonderful disciple, wenn der Guru also sagt, du bist ein wunderbarer Schüler, that is called a sentence. Sowas nennt man einen Satz. And you are a terrible student, that's also called a sentence. Wenn sagt, du bist ein furchtbarer Schüler, das nennt man auch einen Satz. Who is the person being addressed? Wer ist die Person, die da angesprochen wird? The delusion of the five heaps, the five skandhas. Das ist der Trug der 5 Anhäufungen, der 5 Skandhas. You are a very good delusion. Und du bist eine sehr gute Täuschung. You are a completely useless delusion. Du bist eine total nutzlose Täuschung. The important thing is to see you are a delusion. Der entscheidende Punkt hier ist zu sehen, du bist eine Täuschung. Good and bad will cover over the actuality of deludedness. Die Urteile gut und schlecht werden sozusagen die tatsächliche Qualität des Getäuschtseins verdecken. Okay, next question is, when I practice and make absolutely no effort, I'm dragged around by thoughts.
Die nächste Frage ist, wenn ich praktiziere und überhaupt keine Anstrengung unternehme, dann schleppen mich die Gedanken hin und her. I feel like I need to have some sort of intention or minor effort in order to stay open and present. Ich habe das Empfinden, dass ich irgendeine Art von Intention brauche oder zumindest eine gewisse Bemühung, um in der Praxis offen und präsent zu bleiben. So, if I make absolutely no effort Wenn ich wirklich absolut keine Anstrengung unternehme and I'm completely relaxed, und ich bin vollkommen entspannt, I'm dragged around by thoughts. dann schleppen mich Gedanken hin und her. These thoughts are very, very strong. Diese Gedanken sind sehr stark. If you ever try to carry someone who is completely unconscious, they seem much heavier than somebody who's awake. Wenn du jemals versucht hast, eine bewusstlose Person umherzutragen, wirst du dir gedacht haben, der ist ja viel, viel schwerer als jemand, der wach ist. In English, we call it dead weight. In Englisch oder in Deutsch würde man sagen Totgewicht oder Todesgewicht. So, if you are really relaxed, your dead weight will be impossible for any thought to move. Wenn du wirklich entspannt bist, dann wird dein Totgewicht so groß sein, dass es keinem Gedanken gelingen kann, dich zu bewegen. So you are at the crossroads. Du bist also hier an einer Kreuzung. Your habit formation tells you, I should try harder, I should do something, that will be easier. Eine Formierung von Gewohnheiten sagt dir, ich soll mich mehr bemühen, ich soll etwas tun, das wäre einfacher. But if you pay attention to the actual phenomenology of what is arising, Wenn du aber beachtest, was die tatsächliche Phänomenologie dessen ist, was entsteht, as we looked earlier, we have subject and object and the glue between them. wie wir schon vorher angeschaut haben, haben wir dort Subjekt und Objekt und diesen Kleber, der die beiden verbindet. The more you relax, the less glue there is from the subject side. Je mehr du dich entspannst, desto weniger Kleber ist da von der Subjektseite her. So, from the point of view of Dzogchen, if you're very tired, then don't do sitting practice. Vom Standpunkt des Dzogchen, wenn du sehr müde bist, dann mache keine Sitzpraxis. Do it in the morning when you wake up, even if you only have 15 minutes. Mache es lieber morgen, wenn du aufgewacht bist, selbst wenn es nur 15 Minuten sind. But if you're struggling against your own situation, that you're tired or hungry, then you're on the hero path. Wenn du aber gegen deine eigene Situation ankämpfst, dass du müde bist oder hungrig bist, dann hast du dich wieder auf dem Heldenpfad befunden. You're fighting to overcome circumstances. Du kämpfst, um Umstände zu überwinden. But in Dzogchen, we want to work with circumstances, In Dzogchen wollen wir aber mit den Umständen arbeiten. collaborating with ourselves and with our environment. Wir wollen mit uns selbst und mit unserem Umfeld zusammenarbeiten. So I would suggest the key thing is to try to step out of this interpretive frame of struggle and effort, and it's all up to me. Was ich vorschlagen würde, ist da jetzt einfach aus diesem interpretativen Rahmen auszutreten, von Bemühungen, von Anstrengung und von dem Empfinden, dass alles sozusagen in meiner Hand liegt. But of course, if you follow this path of relaxation into the intrinsic, Wenn du aber diesem Pfad der Entspannung in das Innewohnende folgst, then you don't have this caress of ego agency. dann hast du nicht dieses Streicheln eines Ego-Agens, This self-reflexive sense of one's own potency. dieses selbstreflektive Empfinden der eigenen Potenz.
from the point of view of Dzogchen, all the movement of the mind, all experience is arising as the energy of awareness. Im Standpunkt des Dzogchen ist all die Bewegung des Geistes, alles, was erfahren wird, nichts anderes als etwas, was als Energie der Bewusstheit entsteht. So, by not doing anything, you allow the unimpeded flow of experience. Indem du also nichts unternimmst, nichts tust, gestattest du dem unbehinderten Fluss der Erfahrung zu fließen. And then you see the limiting pressure of your addiction. Und dann siehst du den begrenzenden Druck deiner Sucht. Because we tend to categorize whatever is occurring in terms of I like or I don't like. Wir neigen nämlich dazu, alles, was wir erfahren, in den Begriffen von ich mag und ich mag nicht zu kategorisieren. I want to get more of what I like and less of what I don't like. Und ich will mehr von dem, was ich mag und weniger von dem, was ich nicht mag. Now the whole world is turning around you. Auf diese Weise dreht sich nun jetzt wirklich die ganze Welt um dich herum. There is this, whatever, flow of light or experience, sensation, all kind of things are arising. Da ist dieser Fluss von Erfahrung, von all den Dingen, die da entstehen. All that's required is that you just stay present with it. Alles, was eigentlich erforderlich ist, dass du einfach gegenwärtig mit dem bleibst, was erscheint. What is so important about you that your opinion is vital for the progress of the humankind? Was ist denn so an dir so wichtig, dass deine Meinung für den Fortschritt der Menschheit so bedeutend wäre? I am irrelevant. Ich bin irrelevant. I, the ego self, is ignorance. Ich, also das Ego selbst, ist Ignoranz. If I want to have bright, shining awareness, ignorance is irrelevant. Wenn ich die strahlende, helle Bewusstheit haben will, dann ist Ignoranz eben nicht relevant. But I like some thoughts and I don't like others. Aber ich mag bestimmte Gedanken und andere mag ich dann wieder nicht. Who asked you? Und wer hat dich darum gebeten? Silence. Schweigen. Then you start to vibrate Und dann beginnst du zu schwingen. because you want to respond. Du möchtest gerne eine Antwort. Then some people become very agitated, other people start to fall asleep. Dann werden manche Leute sehr aufgeregt, andere schlafen ein, Doing too much, doing too little. machen zu viel, zu wenig. Simply stay with what is occurring. Bleibe einfach mit dem, was erscheint. Who is staying with it? Wer bleibt mit dem, was erscheint? Not the ego. Jedenfalls nicht das Ego. The ego is a meddler. It's always involved. It's up to something. Das Ego ist einer, der immer eingreift, einer, der immer involviert ist, der immer irgendwas vorhat. So the issue is just being present. Der Punkt ist also einfach präsent zu sein. And all that you have learned, all your skills, all your knowledge is irrelevant. Und alles, was du gelernt hast, all deine Fertigkeiten, all dein Wissen ist irrelevant. Oh, meditating like a dead person. Du meditierst wie ein Toter. You're not required to do anything. Es ist nicht erforderlich, dass du irgendetwas tust. If you can do that, then you start to free yourself from the necessity of insinuating yourself where you don't belong. Wenn du das tun kannst, dann beginnst du dich davon zu befreien, die Notwendigkeit zu empfinden, dich irgendwo
hinein begeben zu wollen, wo du eigentlich nicht hingehörst. Yourself is not a thing. Du selbst bist kein Ding. It's a quality of attention, Es ist eine Qualität der Beachtung which is a selective attention. und das ist immer eine selektive Beachtung. Awareness is non-selective. Bewusstheit aber ist nicht selektiv. That's why they say it's like the sky, it's open to everything. Deswegen heißt es eben, dass sie offen wie der Himmel ist, weil sie eben offen für alles ist. But I wouldn't be me if I was open to everything. Aber ich wäre doch nicht ich, wenn ich für alles offen wäre. Then you have to decide, is it so great being you? Dann musst du dich entscheiden, ist es denn so großartig, du zu sein? You are sitting in a bus that is going to crash into a wall. Du sitzt in einem Bus, der gegen eine Wand fahren wird. Death is awaiting you. Der Tod erwartet dich. If you get off the bus before it crashes, that's good. Wenn du diesen Bus verlassen kannst, bevor er den Zusammenprall hat, das ist nicht schlecht. This is why we meditate. Das ist der Grund, warum wir meditieren. The next question, in Guru Yoga of the White Ass, should the eyes be kept open all the time? Nächste Frage, in dem Guru-Yoga der 3 As sollten die Augen die ganze Zeit über offen sein. Yeah, generally we keep the eyes open because we have the ears are open, the senses are all open. Ja, allgemein gesprochen, ja, genauso wie wir unsere Ohren und alle anderen Sinne offen lassen. So if you are sitting for a while, maybe your bum gets sore. Eine Weile sitzen wird unser Hintern vielleicht etwas wund oder schmerzhaft. This sensation is the relationship between your cushion and your bum. Diese Empfindung ist eine Beziehung zwischen dem Kissen und dem Hintern. It's arising at the interface between these aspects. Sie steht sozusagen an der Schnittstelle zwischen diesen Aspekten. The same way your ears relaxed and open, you hear people maybe talking or dogs barking or some big lorry going by and the house shakes a little bit. Genauso die Ohren sind offen und wir hören vielleicht Leute reden oder einen Hund bellen oder vielleicht fährt ein großer Lastwagen vorbei und wir spüren auch die Schwingung des Hauses. So there is appearance or experience. Es gibt also da diese Erscheinung oder Erfahrung. This Wissen wir dies? comes, goes. Dieses kommt und geht. What was that? Was war es denn? We don't need to know. Wir müssen es nicht wissen. As soon as you're thinking, what was that? Sobald du denkst, was war das? I don't like things to be happening if I don't know what they are. Ich mag nicht, wenn Dinge geschehen, von denen ich nicht weiß, was sie bedeuten. Oh, so maybe this is why relaxation is very difficult. Dann kann das genau der Grund sein, warum Entspannung für dich so schwierig ist. Because if in order to feel relaxed, you have to know what is going on. Denn um entspannt sein zu können, wenn du wissen musst, um entspannt sein zu können, was vor sich geht, then you have to be vigilant. dann musst du ganz schön eifrig sein. And if you're vigilant, you're not relaxed. Und wenn du eifrig bist, dann bist du nicht entspannt. And so you have this slightly fearful, slightly aroused attention scanning to see what is happening. Hast du diese leicht furchtsame, leicht erregte Beachtung dessen, was denn da alles passiert. Die untersucht also die Umgebung immer auf die Ereignisse hin. So as Namkhai Norbu used to say so many times, don't enter into judgment. Namkhai Norbu so oft gesagt hat, gehe nicht ins Urteilen. There is this. What is it? Is the beginning of a judgment. Da ist irgendwas und wenn du dann fragst, was ist es, dann ist es der Beginn eines Urteils.
So just as if you were to run your fingers down your face, you have the arising and passing of sensation. Wenn du die Finger über dein Gesicht fahren lässt, dann hast du ein Aufkommen und ein Vergehen von Empfindung. The sensation is vanishing just as it arises. Und diese Empfindung verschwindet genau in dem Moment, wie sie aufkommt. Like in the famous traditional Tibetan example, like writing on water, using your finger, you write something on the surface of the water. In dem traditionellen tibetischen Beispiel des mit dem Fingerschreibens auf der Wasseroberfläche. It's dissolving just as it's arising. Das löst sich genau in dem Moment, wo es aufkommt, auch schon wieder auf. That is this. Das ist das. As soon as you say, what is this? Sobald du aber sagst, was ist das? It introduces the nominative mode, the noun, the thing, something that can be referred to. Dann führt das zu diesem nominativen Modus von dem Ding, von etwas, worauf man sich beziehen kann. As soon as there is something, it's very difficult not to arouse your prejudice, liking and not liking. Und sobald das da irgendein Ding gibt, dann ist es sehr schwer, nicht auch zugleich auch schon die eigenen Vorteile von mögen und nicht mögen zu erregen. So don't merge into this and explore it as if there's some hidden treasure in it. Also versuche nicht damit zu verschmelzen und es zu untersuchen, als ob es darin irgendeinen verborgenen Schatz gäbe. So just as when your fingers go down your face, there is this sensation. It's just that. It's not anything else. It's just there and gone. Genauso wie wenn deine Finger über dein Gesicht streichen, ist es einfach nur das. Da ist nichts anderes zu finden oder zu erwarten. Es ist einfach da und dann ist es wieder weg. What is it for? Für was ist das aber gut? James, what are you trying to say? What should I do with this? James, was willst du mir damit sagen? Was soll ich denn damit machen? There's nothing to do with it. Da ist nichts zu machen damit. Then it's just meaningless. Es ist einfach bedeutungslos. Yeah, meaningless for the ego. Ja, bedeutungslos für das Ego. The ego finds meaning by making meaning on the basis of that which is already gone. Das Ego selbst findet für sich eine Bedeutung, indem es Bedeutung auf der Grundlage dessen produziert, das bereits vergangen ist. Vanishing, vanishing, vanishing. Es verschwindet, verschwindet und wieder verschwindet. Everything is impermanent. Alles ist unbeständig. It doesn't mean there is nothing at all. Das bedeutet nicht, dass es da gar nichts gibt. Because this ungraspable sensation is there. Denn dieses ungreifbare Empfinden ist da. But it's not permanent. Aber es ist nichts Beständiges. It is self-showing. Es ist ein sich selbst zeigendes. It's unconstructed. Unkonstruiert. And you don't need to construct anything on the basis of it. Und du brauchst auch nichts auf der Grundlage davon zu konstruieren. A great deal of our life is spent in direct perception. Ein guter Teil unseres Lebens ist in einer unvermittelten Wahrnehmung verbracht. But this bright, vibrant world is obscured by our need to conceptualize our own experience. Aber diese strahlende Welt wird verdunkelt, verdeckt durch unser Bedürfnis, Bedeutung in unserer Erfahrung zu konstruieren. We think about something. Wir denken über etwas. If we just have a thought, the thought's gone before it can be caught. Wenn wir bloß einfach einen Gedanken haben, dann ist dieser Gedanke vergangen, bevor wir ihn fangen können.
But once you start to think about something, Hast du aber erst einmal über etwas angefangen nachzudenken, this something is like a buoy, like one of these plastic balls that's in the sea that sailors tie their little boats to. dann ist dieses etwas wie eine Boje, dieses Ding, was in dem Wasser schwimmt und die Leute, die Seeleute, ihre Boote dran hängen, dran festmachen. The buoy is floating with the water. Die Boje, die schwebt auf dem Wasser. And what is tied to it is also floating on the water. Und was an die Boje gebunden ist, schwimmt auch auf dem Wasser. But the little dinghy can't move away because it's somehow anchored to this moving point. Aber dieses kleine Boot kann nicht weg, weil es irgendwo an diesem bewegten Punkt verankert ist. This is happening in the middle of the sea. Das passiert mitten in der See. The waves are going up and down, up and down, up and down. Die Wellen gehen hoch und runter die ganze Zeit. Nothing to say about the waves. Über die Wellen gibt es nichts zu sagen. But we can say that the buoy is red plastic or blue plastic. It's 1 meter in diameter or 2 meters. Aber von der Boje können wir sagen, sie ist aus rotem Plastik oder aus blauem Plastik. Sie ist 1 Meter im Durchmesser oder 2 Meter. It's 300 meters from the beach. Sie ist vielleicht 300 Meter von der Strandlinie entfernt. The presence of the buoy allows a kind of mapping out of the territory around it. Die Gegenwart dieser Boje, die erlaubt eine Kartografie des Terrains um sie herum. The beach stands in relation to the buoy. The big ship further out stands in relation to the buoy. Der Strand, der steht in Beziehung zu der Boje und die Schiffe weiter draußen stehen in Beziehung zu dieser Boje. So you can experience this for yourself, that when you take yourself as the point of reference, everything is somehow mapped in relation to this self. Das kannst du für dich selber erfahren, dass wenn du dich selbst als den Mittelpunkt, als den Punkt, als den Bezugspunkt nimmst, dann ist scheinbar alles irgendwie gewissermaßen kartografiert, angelegt oder beschrieben in einem Zusammenhang zu diesem Mittelpunkt deiner selbst. But your ego self, when you look, actually has a sea anchor. Aber dein Ego selbst, wenn du schaust, hat eigentlich einen Seeanker. Because the sea is too deep to put down an iron anchor on a rope. Denn die See ist zu tief, um einen Eisenanker auf einem Seil runterzulassen. Each of us is floating on nothing. Jeder von uns schwimmt auf nichts. We are the manifestation or the display or the expression of emptiness. Wir sind Manifestation oder die Schau oder der Ausdruck der Leerheit. The solidification of the sense of self is a density produced by complex vibration of investment and belief. Und die Festigkeit, unser Empfinden eines Selbst ist nichts anderes als eine Verdichtung, die durch die Schwingungen, durch die komplexen Schwingungen unserer Glaubensvorstellungen erschaffen wird. Then that's why we keep the eyes open. Und das ist der Grund, warum wir die Augen offen halten. Because if you close your eyes, you go into yourself. Denn wenn wir die Augen verschließen, dann gehen wir in uns selbst. I am in my body is in the world. Ich bin in meinem Körper und mein Körper ist in der Welt. I'm not the same as my body and my body is not the same as the world. Ich bin nicht das Gleiche wie der Körper und der Körper ist nicht das Gleiche wie die Welt. So these differentiations are not helpful for meditation. Und diese Differenzierungen sind für Meditation nicht hilfreich. So when we open
the text always says, whatever comes, comes. Und weil sie uns öffnen, dann sagt der Text, was immer kommt, kommt. Be present with whatever is coming. Sei gegenwärtig mit dem, was immer aufkommt. Don't try to control it or organize it. Versuche es nicht zu kontrollieren oder zu organisieren. If you relax control, you won't go mad, you won't get lost. Wenn du Kontrolle entspannst, dann wirst du keineswegs verrückt werden, du wirst nicht verloren gehen. You start to have some more sense that everything is moving in space. Du wirst noch ein stärkeres Empfinden dafür bekommen, dass alles sich im Raum bewegt. And that you stabilize the movement, the motility of experience through the application of concepts. Dass du die Bewegung, die Beweglichkeit der Erfahrung durch Konzepte stabilisierst. But these concepts themselves are impermanent. Aber die Konzepte selbst sind vergänglich, unbeständig. So you go for a walk with a friend and you look at a tree, you say, that is an oak tree. Du gehst vielleicht mit einem Freund spazieren und du siehst einen Baum und sagst, ah, das ist eine Eiche. Something definite has been established. Und irgendetwas Endgültiges wurde etabliert. But what is the oak tree referring to? Aber worauf bezieht sich denn diese Haftigkeit der Eiche, The tree. der Baum? Now, if we walk on 10 paces, Wenn wir 10 Schritte weitergehen, do we see the same tree or not? sehen wir den gleichen Baum oder nicht? It looks different. Schaut irgendwie anders aus. It only looks different, it's the same tree. Aber er schaut nur anders aus, aber es ist der gleiche Baum. It's very, very important to experience this directly for yourself. Und das ist sehr wichtig, dass du das für dich selbst unmittelbar erfährst. Because in that moment, you have two vectors of experience. Denn in diesem Augenblick sind da 2 Vektoren der Erfahrung für dich da. You have the direct revelation of what the appearance of the tree, the green, the branches, and so on. You have phenomena. Du hast eine direkte Enthüllung des Baumes, sozusagen die grüne Blätter, die Äste und so weiter. Also einfach die unmittelbaren Phänomene. Complex to an extent it's ungraspable. In eine Komplexität in einem Ausmaß, das sie ungreifbar macht. On the other hand, you have the concept. Auf der anderen Seite hast du das Konzept. And the concept allows you to homogenize the tree, to standardize it as this oak tree. Und dieses Konzept erlaubt dir, den Baum zu homogenisieren, ihn zu standardisieren und zu sagen, dies ist hier eine Eiche. Now you feel potent. Jetzt fühlst du dich mächtig Competent. und kompetent. You know something. Du weißt sogar etwas. You know something by ignoring the actuality of the tree. Du weißt etwas, indem du die Tatsächlichkeit dieses Baums, sein So-Sein, ignorierst. You know it's an oak tree. Du weißt, dass es eine Eiche ist. If you know this oak tree. Wenn du das weißt, kennst du diese Eiche? Okay, how many leaves has it got? Also gut, wie viele Blätter hat sie denn? How old is it? Wie alt ist sie? There are many questions you could ask about the oak tree that the knowing that it is an oak tree doesn't in any way answer. Es gibt viele Fragen, die du über diesen Eichenbaum fragen könntest, für die das Wissen, dass es eine Eiche ist, keine Antwort gibt. It's not that there is a war between phenomena and concepts. Nicht, dass es da irgendwie einen Krieg zwischen Phänomenen und Konzepten gibt. Because concepts are a subset of phenomena.
Denn Konzepte sind nichts als eine Untermenge von Phänomenen. It is when the concept is extrapolated, taken out of the unfolding plane of phenomena, Es ist, wenn ein Konzept ausgedehnt wird und aus der ständig evolvierenden, sich entwickelnden Ebene der Phänomene rausgezogen wird. and it seems entitled to judge what is there and comment on what is there. Und sich dann berechtigt fühlt, zu urteilen, was da ist und zu kommentieren, was da ist, This is how samsara is generated. dann ist das die Art und Weise, wie Samsara generiert wird. There is an over potentiation or validation of the conceptual parallel to a denigration of the phenomenal. Da ist eine übermäßige Konzentration oder Betonung des Konzeptuellen bei gleichzeitiger Verringerung, Verneinung des Erscheinungsmäßigen. So that's why we sit with our senses open, Und das ist der Grund, warum wir unsere Sinne beim Sitzen offen lassen. because we want to optimize the possibility of seeing the dynamic quality of everything which is arising. Denn wir wollen die Möglichkeit optimieren, die dynamische Qualität von allem, was entsteht, zu sehen. That concepts are part of the flow of experience. Dass nämlich Konzepte ein Aspekt, ein Teil des Flusses der Erfahrung sind. And they don't have any intrinsic special status. Und sie haben keinen innewohnenden, besonderen Status. So say you have some thought arises in your mind, Sagen wir mal, da ist irgendein Gedanke im Geist. and then another thought arises, oh, that's stupid. Dann kommt ein anderer Gedanke und dann sagen wir, ach, das ist ja blöd. This second thought is so seductive. It seems to give you some power of command and definition. I know this is stupid. Und dieser zweite Gedanke, der ist so verführerisch, weil uns scheinbar so eine Macht, eine Befehlsgewalt erteilt, zu sozusagen ein definitives Statement zu machen. Ich weiß, dass es blöd ist. But if we just stay present, that's stupid. Come, gone. Wenn wir aber gegenwärtig bleiben, dann wird auch diese Feststellung, dass das Blödsinn war, ebenfalls kommen und gehen. The power of the concept was our fusion with it and our adoption of it as a place from which we could speak the truth about the world. Die Macht dieses Konzepts, die stammt eigentlich nur aus unserem Annehmen und unsere Identifikation, unserem Verschmelzen damit, die uns dann gewissermaßen das Empfinden verleiht, als ob wir über die Welt dann die Wahrheit sprechen, sagen können. So the problem is not the concept. The problem again is the glue which says this concept is something that I use against the world. Das Problem ist hier also auch wieder nicht das Konzept selbst, sondern es ist dieser Kleber, der uns sozusagen die Vorstellung gibt, dass wir dieses Konzept als etwas gegen die Welt zu Gebrauchnis haben können. Okay, that's about our time for today. Also gut, das war für heute unsere Zeit. We have a meeting next Wednesday to look a bit at the new book, which is on Amitabha and the Pure Land of Dzogchen. Wir haben nächsten Mittwoch wieder ein Treffen, in dem ich ein neues Buch vorstellen werde, das von Amitabha und dem reinen Land Dzogchen handelt. So thank you very much to our translators today and to Pedro for keeping the whole production together.
Danke an unsere Übersetzer heute und auch an Pedro, der diese ganze Zoom-Situation hier zusammenhält. So, we may meet again, we may not. Have a good evening. Thank you, James. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Thanks. Thank you very much. James, thank you. Bye. Thanks so much. Jesu, James. Goodbye. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Olá, olá. Até Bye-bye. mais, gente. Um beijo, um abraço. Bye. Hasta luego. See you all soon.